als Lehrmeister der Mullahs, warum das Nichtspüren von Unterdrückung autoritäre Systeme stabilisiert. Es ist eine der unbequemsten Wahrheiten der iranischen Geschichte. 1979 bedeutete nicht nur einen radikalen Bruch, sondern zugleich auch eine Fortführung bestehender Machtmuster in neuer Form. Die Monarchie wurde durch eine religiöse Republik ersetzt. Doch bestimmte Mechanismen autoritärer Herrschaft blieben erhalten. Was sich grundlegend änderte, war die ideologische Begründung von Macht. Was in Teilen bestehen blieb, waren Strukturen und Praktiken, die bereits zuvor etabliert worden waren. Die Kleriker haben das Instrumentarium politischer Kontrolle nicht vollständig neu geschaffen, sondern auf vorhandenen Grundlagen aufgebaut und diese weiterentwickelt. In diesem Sinne kann das Schah-Regime als eine historische Vorstufe bestimmter späterer Entwicklungen verstanden werden, ohne beide Systeme gleichzusetzen. Die Blaupause der Repression. Der Geheimdienst des Schahs Savak spielte eine zentrale Rolle beim Aufbau eines modernen Repressionsapparates. Mit internationaler Unterstützung entstanden Strukturen der Überwachung, Einschüchterung und gezielten Verfolgung politischer Gegner. Die Islamische Republik hat diese frühen institutionellen Ansätze nicht einfach übernommen, sondern erheblich ausgeweitet und in ein neues ideologisches System eingebettet. Neben bestehenden Mustern entstanden zusätzliche Machtinstrumente und Organisationen, die die gesellschaftliche Kontrolle vertieften. Die Methoden autoritärer Herrschaft. Überwachung, Druck, Bestrafung von Dissens blieben somit in ihrer Logik vergleichbar, auch wenn sie sich in Form, Intensität und ideologischer Rechtfertigung weiterentwickelten. Doch Repression allein erklärt nicht die Stabilität solcher Systeme. Das Fundament jeder Diktatur. Selektive Erfahrung von Freiheit. Ein zentraler Stabilitätsfaktor autoritärer Systeme liegt darin, dass Repression nicht gleichmäßig auf alle Teile der Gesellschaft wirkt. Stattdessen entsteht eine selektive Realität. Unter dem Schah, Teile der Bevölkerung konnten ein relativ freies, westlich geprägtes Leben führen, solange sie politische Grenzen nicht überschritten. Repression traf vor allem aktive Gegner des Systems. Unter der Islamischen Republik. Auch hier existieren begrenzte Handlungsspielräume für jene, die sich innerhalb der religiösen und politischen Ordnung bewegen. Der entscheidende Mechanismus ist nicht vollständige Blindheit gegenüber Unrecht, sondern fehlende unmittelbare Betroffenheit. Viele Menschen erleben staatliche Gewalt nicht direkt, sondern nur indirekt oder vermittelt. Aus dieser Distanz kann eine Form der Verdrängung oder Relativierung entstehen. Was nicht das eigene Leben betrifft, wird als Ausnahme wahrgenommen, nicht als strukturelles Problem. So entsteht eine gesellschaftliche Spaltung in Wahrnehmung. Für die einen ist das System repressiv und bedrohlich, für die anderen erscheint es stabil oder sogar funktional. Die Kollision der Wahrnehmungen. Diese unterschiedlichen Erfahrungswelten führen zu gegensätzlichen Erinnerungen und Bewertungen. Anhänger des Schah-Systems betonen häufig Stabilität, Modernisierung und persönliche Freiheiten, die sie selbst erlebt haben. Anhänger oder Verteidiger der Islamischen Republik verweisen auf Ordnung, Unabhängigkeit und moralische Orientierung innerhalb des Systems. Beide Perspektiven basieren auf realen, aber begrenzten Erfahrungen. Gerade darin liegt die zentrale Problematik. Die Bewertung eines Systems wird oft aus der eigenen Position innerhalb dieses Systems abgeleitet. Doch eine Ordnung, in der Freiheit davon abhängt, ob man sich anpasst oder nicht in Konflikt mit der Macht gerät, bleibt strukturell eingeschränkt. Sie bietet keine universelle Freiheit, sondern differenzierte Handlungsspielräume. Fazit: Keine moralische Überlegenheit. Sowohl das Schah-Regime als auch die Islamische Republik haben politische Opposition eingeschränkt, Gewalt eingesetzt und Freiheit an Bedingungen geknüpft. Die Unterschiede zwischen beiden Systemen sind real, insbesondere in Ideologie, Struktur und gesellschaftlicher Organisation. Doch in der Art und Weise, wie Macht gesichert und Dissens behandelt wird, lassen sich vergleichbare Muster erkennen. Daraus ergibt sich eine unbequeme, aber notwendige Schlussfolgerung.
Keine der beiden Seiten kann für sich allein moralische Überlegenheit beanspruchen, wenn sie die Gewalt und Repression des jeweils eigenen Systems ausblendet. Autoritäre Herrschaft stabilisiert sich nicht nur durch Zwang, sondern auch durch selektive Wahrnehmung. Ein Teil der Gesellschaft lebt mit dem System, ohne seine repressiven Grenzen unmittelbar zu erfahren, und trägt dadurch ungewollt zu seiner Stabilität bei. Wahre Freiheit zeigt sich nicht darin, wie viel Spielraum Angepasste haben, sondern darin, wie ein System mit Kritik, Abweichung und Widerstand umgeht. Solange Freiheit als etwas verstanden wird, das innerhalb bestimmter Grenzen gewährt wird, bleibt sie strukturell begrenzt. Und solange Gesellschaften ihre eigene Rolle in diesem Mechanismus nicht reflektieren, reproduzieren sich autoritäre Muster, unabhängig davon, welche Ideologie sie jeweils tragen.